Wir sind eine Familie mit Bulli. Und wir wollen euch heute mal unser Calicap vorstellen. Das ist nämlich eine coole Erfindung, um gerade im Herbst oder teilweise auch im Sommer, aber vor allem wenn es regnet und ein bisschen windiger ist, das Aufstelldachzelt oder den Zeltbalk vom Aufstelldach etwas von den Wettereinflüssen zu schützen. Da gibt es einige Berichte, dass wenn es wirklich stark regnet über längere Zeit, dass es da eben durchfeuchtet, und wenn das Zelt erstmal feucht ist, kriegt man es auch nicht mehr so leicht trocken. Wenn man dann in der nächsten Nacht da drin schlafen muss, auch wieder ein Problem. Und es ist natürlich auch nochmal eine isolierende Luftschicht und auch nochmal ein bisschen sozusagen Wetterschutz, auch was die Temperatur anbelangt. Der größte Haken ist eigentlich das ständige Auf- und Abbauen. Da ist meine Frau Expertin drin. Gerade so das erste Mal anbringen mit der Anleitung war wirklich schwierig. Mittlerweile haben wir einen ganz guten Dreh raus. Genau, am besten zeigen wir euch jetzt nämlich mal, wie wir diesen Auf- und Abbau so bewerkstelligen, beziehungsweise meine Frau. Uns zur Sicherheit gucken wir uns nochmal die Anleitung an, wo wir anfangen müssen. Aber ich glaube, soweit ich weiß, was wir und Anleitung, das ist immer nicht so. Also als erstes müssen wir eigentlich die Teile, ich muss ganz kurz gucken, die Teile, ich hab's gleich. So, also jetzt, als erstes kommen jetzt mal die grob oben verteilt. Genau, wir brauchen pro Seite 3 Stück. Das heißt, wir haben dann hier 3, so perfekt. Fangen wir jetzt erstmal an. Die schieben wir jetzt erstmal hin. Eins vorne, eins in der Mitte, eins hinten. Beim letzten Mal hatten wir die gleich festgemacht, was dazu geführt hat, dass wir die dann wieder aufmachen durften. Also das Calicap oben drauf hat. Upsala. Genau, wir haben nämlich das Calicap mit der Dachöffnung, damit man hier noch Solar oder auch einen Dachgepäckträger festmachen kann und trotzdem das Calicap verwenden. Das Ganze noch auf der anderen Seite. Okay, so, jetzt haben wir die. So, dann schauen wir mal, wo hier vorne und wo hier hinten ist. Hier ist das Fenster, das heißt, das ist vorne. So, noch einmal drehen. Drehen. Hier ist vorne. Okay. Das heißt, wir packen das jetzt einmal auf. Wie wichtig der Reißverschluss ist hinten ist, habe ich den Reißverschluss? Ja. Ich habe den Reißverschluss und die Feste. Das heißt, das müssen wir jetzt einmal rüberwerfen. Um das Auto zu beschädigen. 1, 2, 3. So, vorne rüber. So. Hinten rüber. Na, hinten können wir die Füße rausnehmen. So. Und zwar geht es jetzt hier um diesen Haken. Wir müssen das erstmal so. Und zwar nimmt man ein Seil, den hakt man auf der einen Seite, hakt man das Seil schon ein. Dann geht es einmal um den Spiegel und dann wird auf der anderen Seite eingehakt. So. Upsala. Das war's. Und auf der anderen Seite genauso. Hier wieder ein Haken rein. Das ist der richtige? Ja, das ist der richtige, aber das klingt noch nicht richtig. Ah, okay. So, okay. So, das ist der hier. So hat man das Calicap jetzt erstmal auf dem Auto fixiert. Man hat ungefähr die Mitte erwischt auch. Man sieht, hier gibt es auch noch mal extra einen Aufkleber, den man hier in der Mitte noch mal festkleben sollte, damit der Lack nicht beschädigt wird. Da gibt es aber noch eine Anleitung. Wichtig ist, haben wir am Anfang nicht gemacht, man sollte das hier gleich aufmachen. Sonst, wenn man das Hochdach hochfährt, das Aufstelldach hochfährt und man hat das hier nicht auf, dann sprengt das einen die Gummi. Ich muss mal gucken, von welcher Seite. So, genau, so haben wir es jetzt erstmal fest. Und jetzt geht es daran, oben auf dem Dach das Calicap zu befestigen.
Leiter erstmal richtig austauschen. Gucken, irgendwo hängt das. Kannst du das mal bitte davon lose machen? So, ich mache das immer so, dass ich es immer erst festschraube, so halbwegs die Plane, und dann oben in der Dachreling dann fest. So, und dann hat man ja hier noch diese Schrauben, die kommen in die Kederleiste an der Seite. Und da muss man darauf achten, dass man vorne die lange Gummischlaufe verwendet, an den Seiten die kurze und bei der Markisenseite eben nicht alle Löcher verbindet oder alle Stellen verbindet, sondern nur den ersten, den letzten und in der Mitte mit einer extra Markisengummihalterung. Also der Kederstein mit der dünnen Scheibe kommt hinter die Markise, also ans Ende hier, weil da die Markise über die Kederschiene rüberhängt und man dadurch natürlich hier sehr viel weniger Platz hat. Und die anderen mit dieser relativ dicken Plastikgeschichte hier, die kommen dann eben auf der Beifahrerseite ganz vorne und auf der Fahrerseite 1, 2, 3, 4, 5 Mal verteilt. Also Beifahrerseite hier vorne rein. Und da kommen dann hier diese kurzen Gummis drüber, um eben das Calicap da festzuhalten. Hier kommt dann gleich nochmal die besondere Befestigung ran. Und hier hinten wieder das Gummi hier. So, schwupp. So wichtig bei diesem Schritt ist, dass man gleich am Anfang am besten goldene Mitte erreicht hat von diesem Gummiteil. So, dann macht man das von unten durch, ja, und zieht ein Gummielement so durch. Das kommt dann da hinten hin. Und das andere Gummielement wird auch durchgezogen und kommt dann da hinten hin. Das heißt, man hat jetzt so einen kleinen Knoten. Dann wird jetzt das eine wird jetzt hier gespannt. So. Und das andere wird dann hier vorne mit gespannt. So, fertig. So, wir haben jetzt alle Befestigungspunkte quasi festgemacht und jetzt ist immer quasi die Stunde der Wahrheit, ob es alles hält. Sieht aktuell gut aus. Ich ziehe das jetzt hier alles in den Ecken noch ein bisschen runter. So, aber es sieht eigentlich... Fahren wir weiter hoch, langsam. Ich muss sagen, es ist nichts. Kleiner Menschen, obwohl ich 1,70 Meter bin. So. So, und dann befestigen wir das hier unten wieder. Vorsichtig. So, fertig. Wir machen das auch so, wenn wir dann am nächsten Tag den Campingplatz beispielsweise verlassen, um die Gegend zu erkunden, dass wir dann auch die Befestigung in der Kederschiene und auf der Dachreling dann einfach drauf lassen und noch etwas fester schrauben, damit wir da auch die feste Position haben und nicht jedes Mal von Anfang an bringen. Also als erstes öffnen wir mal hier die Gummis. Das ist ganz wichtig, wir haben ja aus unseren Fehlern gelernt. Wir öffnen hier oben auch den Reißverschluss, dass das nicht mehr so unter Spannung steht. So. Ebenso wie die Manschette, sonst wenn das Aufstelldach runtergeht, würde das dann hier eingequetscht werden. Da wir es aber heute Abend wieder aufbauen, werden wir diesmal alle Scharniere oben auf der Dachreling sowie halt an der Seite, an der Kederschiene dran lassen und nur das Calicap entfernen. So, erstmal alle Gummis entfernen hier. Das hier ist das Gummi, was jetzt quasi hier in der Mitte ist. Dann, diese Gummis kann man jetzt noch lassen. Wir würden sowieso jetzt nicht komplett alles runter machen, sondern erstmal wieder in Etappenweise.
So, dann gucken wir mal auf die andere Seite. Aber so ist es eigentlich jetzt fertig. Und jetzt kann der Mann das Aufstelldach langsam ein Stückchen runter machen. So, wenn wir das Dach runterfahren, müssen wir natürlich erstmal oben wieder alles leer räumen. Alle Fenster zu. Dann Tür oder Fenster auf. Schlüssel in die Zündung. Und dann dürfen wir hier Aber nur alles kontrollieren. so, dass das so ein, ich sag dann Stopp. Genau. Fürs Calicap fahren wir jetzt nicht ganz runter. So, und jetzt geht der Rückbau quasi verkehrt herum. Dafür werden gleich hier die Schnüre befestigt. So, dann hier vorne den Gummi. Wichtig ist, wir wollen die Sachen hier dran lassen. Das heißt, ich schraube das hier jetzt ein bisschen fester dran, dass wir heute Abend dann nicht wieder von vorne anfangen müssen. So. Hier hinten das gleiche. Auch hier Gummi abmachen und ein bisschen fester drehen. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Hier sind dann 5 Gummis. Das ist Nummer 3. Nummer 4. So dann haben wir dann gleich für heute Abend eine feste Position wieder. Und Nummer 5. So, und jetzt geht es da oben ran. Ganz zum Schluss machen wir erst vorne das dann ab, damit uns das nicht wegfliegt. Wir schrauben hier erstmal dieses Rädchen ab. Das dauert ein bisschen, weil die Mutter relativ lang ist. So, dann können wir das Calicap rüberziehen und dann schrauben wir das wieder drauf, weil wir wollen es ja für heute Abend die Position uns belassen. Schön festschrauben, dass da auch nichts verpannen kann. So, und das machen wir jetzt auf jeder Seite 3 Mal. Das ist jetzt das letzte, somit ist Calicap ab. Wichtig ist hierbei immer, wir haben einen relativ dicken Reißverschluss hinten, dass ihr aufpasst, dass das nicht auf den Lack knallt. So, dann halten wir das jetzt hier fest und dann machen wir hier vorne diese Gummis weg. Einmal auf der einen Seite. So. Bitte schön, Kameramann. Und dann auf der anderen Seite. So. Und voilà. Los geht's, jetzt müssen wir das Ganze zusammennehmen. Genau, so. Das ist mal nicht ganz so einfach. Wir haben ja diese 2 länglichen Teile. So. Jetzt sollen wir so machen. Gucken, dass es nicht zu breit ist. Guck mal auf den Tisch bitte. Auf den Tisch bitte. Nicht so ganz einfach, da so ein Paket hinzubekommen, das, was dann letztendlich da reinpasst, aber es sieht ganz gut aus. Das soll man natürlich fallen lassen. Es könnte sein, dass es ein bisschen zu lang ist. Wir gucken mal. Aber da wir es heute Abend wieder brauchen, werden wir das jetzt so lassen. Perfekt. Und wieder zu. So, die kleinere Tüte packen wir mal hier oben rein. Wir hatten auch früher die größere Tüte, also die mit dem Calicap direkt, mit der Abdeckung. Aber das ist zu schwer für die Kofferraumklappe, sodass die uns immer leicht nach unten gekommen ist, wenn wir da drunter standen. Deswegen machen wir jetzt hier oben nur die kleine Zubehörtüte rein, so wie halt hier unser Fliegennetz. Und hier kommt dann das Calicap rein. So, oben drauf noch die Leiter. Und 5 Tonnen Sand und rein damit. Das war's dann jetzt. Jetzt haben wir dann das Dach zum Schluss nochmal final runter und dann sind wir so halb abfahrbereit. Ja, also ich bin froh, dass wir das Calicap haben, denn ich schlafe ja meistens oben oder bisher immer
und es ist doch nachts relativ kühl und das Calicap hält halt eben das Dachzelt etwas wärmer. Da gibt's auch tolle Tests von anderen YouTubern, könnt ihr euch ja mal ansehen, wo eben richtig mit dem Temperaturmesser verschiedenste Konfigurationen durchgetestet wurden. Wir haben gesagt, für uns ist es ein Must-Have, gerade weil wir eben auch wetterunabhängig campen wollen. Wir haben zwar auch das zusätzliche Kinderbett, falls mal alle Stricke reißen, also wenn wirklich doller Sturm ist oder Starkregen oder Hagel, dann hilft das Calicap wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr. Aber ich bin froh, dass wir es angeschafft haben und dass wir es nutzen. Ob es jetzt wirklich so eine gute Idee war, das Calicap mit eben den Dachausschnitt zu kaufen, ist die Frage, weil dadurch hat man deutlich mehr Installationsaufwand, weil man eben nicht einfach alles drüber schmeißt und nur quasi an den Kederschienen außen befestigt, sondern man hat eben immer 2 Befestigungspunkte oder 3 Befestigungspunkte sogar pro Seite. Alles sozusagen doppelt so viel Aufwand. Und das heißt, wir müssen uns wirklich demnächst mal entweder eine Dachbox oder Solar anschaffen, damit sich das dann auch gelohnt hat. Also wenn ihr sagt, Dachbox oder Solar ist sowieso nichts für uns, dann nehmt lieber die Variante, die oben geschlossen ist. Was für uns noch ganz wichtig war, war das Fenster vorne zu haben. Das ist wirklich auch eines der Verkaufsargumente für den California. Andere Modelle von Mercedes oder so haben ja vorne das Panoramafenster gar nicht. Und da möchte ich auch, wenn es regnet, trotzdem mal rausschauen wollen. Das heißt, wir haben eben dieses Upgrade neben der Dachöffnung sozusagen gewählt. Auf weitere Fenster haben wir dann verzichtet. Das geht dann natürlich noch weiter ins Geld. Genau, und wenn man dann halt die Variante ohne die Befestigung auf der Dachreling wählt, hat man dann wahrscheinlich auch den Vorteil, dass man keine Leiter mitnehmen muss, weil wir müssen immer eine Leiter mitnehmen. Das heißt, man sollte im Vorfeld genau gucken mit dem Konfigurator und auch für sich selber in die Zukunft schauen. Bei so einer Anschaffung schafft man ja auch für die Zukunft an und benutzt die dann halt auch mehrere Jahre, gerade halt auch von dem Preis her, dass man sich überlegt, wofür benötigt man die überhaupt und was möchte man alles haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert die Glocke, kommentiert gerne. Und schaut euch jetzt hier unser Reisevlog an von unserem Herbstcamping, wo wir unter anderem das Calicap genutzt haben. Genau. Bis dahin, eure Familie mit Bulli, tschüss. Tschüss.